Zeit, etwas zu ändern. Es ist Zeit, jemand anderes zu sein. Was bedeutet Identität? Was bedeutet du zu sein? Sei wie das Leben, sei froh und bestimmt, sei wie ein glückliches Kind. Das ist halt exakt, was ich auf keinen Fall machen möchte als Videoslam. Was denkt ihr? Denkt ihr so, das hätten wir gern gemacht? Und die zwei. Es gibt ein neues Videoslam-Projekt. Ich will gar nicht so viel rumlabern. Wir sind wieder am Start. Ihr seid beide am Start, oder? Nur nochmal sicher zu gehen. Diesmal wird's auch was. Einfach aus dem Grund, dass ich mir überlegt habe, dass ich den Text jetzt einfach fertig schreibe. Ich glaube, das ist am besten, als dass wir das letztens gemacht haben. Ich glaube, das war eine coole Idee, um ein bisschen was auszuprobieren, aber dann wird's halt echt nicht fertig. Das war auf jeden Fall auch mal einfach meine Schuld. Es kann auch völliger Schwachsinn sein oder überhaupt nicht funktionieren. Aber bisher läuft es doch immer so, dass es erst ein Skript gibt, dann ein Drehbuch oder sowas meinetwegen und dann wird darauf basierend mit Regieanweisungen gefilmt. Was würde passieren, wenn man erst filmt, irgendwelchen abstrusen Scheiß, oder was heißt abstrusen, also verschiedene Szenen, die einfach cool aussehen. Teilweise irgendwie Panorama, teilweise Nahaufnahmen. Ihr arrangiert das und ich schreibe danach den Text. Letztes Jahr haben wir zeitlich nicht vernünftig geregelt. Ich bin aber auch schwierig ich brauche immer klare Deadlines. Ja, Zeitmanagement, war schon immer ein Problem bei mir eigentlich. Oder öfter, nicht immer. Aber wenn ich alleine arbeite und für mich alleine verantwortlich bin, ist es immer einfacher. Wenn andere im Boot sind, bin ich so, die werden sich bestimmt auch kümmern. Was nicht gut ist. Ich wäre kein guter Chef, glaube ich. Ladies and Gentlemen, are you ready for the best of the best? Nein, ich habe ein Konzept erarbeitet. Ein sehr grobes. Und ich glaube, es wird verdammt geil. Ich glaube, es wird sehr interessant. Und ich rede jetzt, ich stelle es euch jetzt quasi auch ein bisschen vor und die Audience da draußen, die das Video dann vielleicht schon gesehen haben wird oder auch nicht. Ich habe auch grob Szenen aufgeschrieben, die ich mir vorstelle. Ich stelle mir zum Beispiel relativ viele Kamerafahrten vor. Ich zeige euch gleich ein Video, wie ich mir das vorstelle. Also zum Beispiel aus dem Auto gefilmt, mit dem Motorrad. Dann aber auch Dinge filmen, die man sonst nie in Filmen so richtig sieht, die irgendwie untergehen. Kochen oder so. Ich weiß halt nicht, was technisch möglich ist, aber zum Beispiel, dass es die ganze Zeit so gefilmt wird, so, dass die in so Kreisen, alles die ganze Zeit. Eine Szene zum Beispiel. Einfach so. Oder auch mal nur ranzoomen die ganze Zeit auf mich drauf, so super weird. Einfach nur ran, wieder weg. Mit Motions, mit Bewegungen kann man Dinge machen, mit einfach drehen, die ganze Zeit dreht sie sich 360 Grad im Kreis sozusagen. Ach so, wenn ihr habt Videoeffekte, was natürlich nicht so viel Arbeit ist oder so, das Bild mal komplett blau einfärben, so. Und dann irgendwie Filter drauf, keine Ahnung, welche Möglichkeiten ihr habt. Keine Ahnung, einfach machen. Und das Ganze soll eher schon traumartig wirken, es darf aber zu keinem Punkt irgendwie aufgelöst werden, im Sinne von, ja, das war ja so ein Traum oder ja, ein Drogentrip oder so. Das ist immer viel zu einfach, das hasse ich, wenn das in Filmen passiert, so. Keine Auflösung, keine Erklärung.
Es muss genau eine Grenze sein zwischen artsy, lässig und cool, interessant. Jetzt langsam versteht ihr mehr, worum es geht, glaube ich. Oder wo ich hin will. Dies ist die affengeile Geschichte von einem Typ in einem Haus mit einem Hund in Farbe zu einer Zeit, in der es noch keine Pflanzen gab. Dies ist meine Geschichte. Im besten Falle nimmt er einen mit auf so einen kleinen Rollercoaster. Also, dass man nicht die ganze Zeit so sitzt, so. Sondern eher so. Also so. So dieser Blick, den hätte ich gerne so ein bisschen. Aber dann auch mal diesen. Das will ich. So dieses. Hä? Wow. Diese Kraft würde ich gerne in Bildern haben. Irgendwie wieder. Verbunden mit Text, der auch eine Stärke hat. Teilweise auch eine Virtuosität, auch teilweise weird ist. Was es aussagt, das wird eine Menge aussagen, glaube ich. Eine Menge, aber nicht Greifbares. Und ich liebe das, wo man nicht greifen kann eigentlich. Ich denke schon darüber nach, wie Leute das aufnehmen. Aber wenn die es scheiße finden, dann kann ich damit auf jeden Fall leben. Ja, ich mache dann weiter erstmal. Aber irgendwas fehlt mir da auch noch, irgendeine Verbindung. Vielleicht zu mir selbst, zu dem Protagonisten. Vielleicht fehlt mir... Vielleicht ist es auch nicht schlimm, vielleicht ist es auch okay. Wir könnten es auch theoretisch so weiterdrehen und dann fügt sich alles zusammen und es wird halt ein weirder Film, der wirklich für nichts steht. Aber das hat mich selber nicht so gepackt, wie ich dachte, wie es mich packen würde. Du hast grob Bilder im Kopf, aber im Endeffekt sieht es ganz anders aus als das, was du dir vorgestellt hast. Ich habe Angst, dass es nur, wenn man etwas anders macht. Ich habe Angst, euch zu enttäuschen. Ich habe Angst, den Zuschauer extrem zu enttäuschen. Und ich habe zumindest von dem Footage, was ich jetzt gesehen habe, noch nicht das gesehen, was ich selber erwartet habe, was dabei rumkommt. Aber so eine Fight-Szene würde ich vielleicht auch gerne trotzdem haben. Eventuell. Mit einem Kumpel von mir mache ich das. Wahrscheinlich. Da kommt dann so ein bisschen Text drüber noch. Die wird richtig emotional, einfach so richtig übertrieben. Und dann heulen wir. Ich versuche zu heulen vor der Kamera, wenn es geht, wenn ich den kriege. Emotions. Probieren jetzt das Beste zu machen mit der Zeit, die wir haben. Sich wahrscheinlich ärgern, dass man denkt, hätten wir 3 Wochen noch gehabt, wäre es noch so und so geil. Aber die Einstellung muss man immer noch mal ablegen. Möglichst casual würde ich jetzt vorschlagen. Und nimm aber auch trotzdem noch mal deinen Kampfanzug mit. Aber sonst eher casual. Cool, dann sind wir um 17 Uhr bei dir. Manchmal denke ich, ich bin einfach nur ein Dude, der keinen Bock hat, so viel zu arbeiten und dann halt sowas macht, weil es irgendwie funktioniert bisher zumindest auf der Bühne. Im Film weiß ich es gar nicht. Es ist zu einfach, glaube ich, Scheitern zu verarbeiten als Thema. Das ist zu einfach. Wahrscheinlich können wir es nicht machen.
Ja, es geht nicht nur um Scheitern, es geht auch um Dinge schaffen zu wollen, die geil sind. Und die vielleicht dann aber nicht so geil werden, wie man sich denkt. Gestern war es so schön, es war so schön mit euch. Es war einer der besten Tage in meinem Leben. Alle waren mit dabei, wir hatten so viel Spaß. Alle hatten gute Laune. So, eine Sache noch, das Video muss ganz grob mit Corona zu tun haben. Der Kultursoli ist ja für Leute, die irgendwas mit dem Projekt machen, was in irgendeiner Weise mit Corona zu tun hat. Aber das muss nicht zwangsläufig komplett über Corona gehen, dieses Video, sondern es kann auch sowas sein wie Isolierung oder Einsamkeit.